All right, wow. So that's what teleportation feels like. The conduit is activating again. Are you all right? How do you feel? Yeah, smooth. No explosions. Ah. Why so surprised? Was I supposed to explode? No. That's good. So, where are we now? The conduit outside Laurel Craft. You may have passed by here before. But you seem to have a lot of questions. Let's deal with them first. Und genau an dieser Stelle haben wir das letzte Mal die Folge beendet. Willkommen zurück zu Asterigos Curse of the Stars. Heute mit der lieben Minerva. Und ich denke mal, wir werden heute die Vergangenheit von ihr vielleicht untersuchen. In der Lorbeer-Werkstatt. Hier waren wir noch nicht gewesen, aber aus irgendeinem Grund hat es diesen Ort gespeichert mit Hilfe unseres Kristalls und jetzt haben wir die Fähigkeit, uns zu teleportieren. Ich freue mich immer noch darüber. Und ich habe mich farblich heute ein bisschen angepasst, von der Hautfarbe her. Weil wir heute mit Minerva unterwegs sind, dachte ich, wäre das ein lustiger Gag, das einfach mal zu tun. Und ja, wir haben ja nicht genug Dialoge in diesem Spiel, deswegen reden wir mal eine Runde. Fragen, was die Lorbeer-Werkstatt ist. What kind of place is this? It's where we process and develop starite. After the stones have been cut, they're sent here and made into goods. Laurel Craft makes everything, from the starite you use to the conduit cores that can be seen all over the city. Is this the only Laurelcraft workshop? No, there are many workshops to meet the needs of the city, but this is the biggest one. Okay, die größte, alles klar. Who manages such an important place? Humanities and I are in charge. I think you probably already know that we're married. Oh, well, I don't. It's fine. I can tell you're curious about our relationship. Was? Yes. I married Humanities soon after I came of age. He owned the mine, and my family processed starite. Our marriage contributed to the development of the starite industry, and Laurel Craft drove the city's economy. Sounds like you did a great job. How did it end up like this? We can talk about that later. It's a long story. Okay. Ich meine, klar, mir war bewusst, die hatten eine Liebschaft, aber dass die verheiratet sind auch. Wow. Oder noch sind. Ich kenne den aktuellen Status nicht, keine Ahnung. What are we doing here? The workshop was abandoned after the smiths and most of the starite were taken by Marble, leaving many blueprints and instruments abandoned. I really need a polarized light reader for analysis. If I can find one, I can verify my hypothesis about humanity's plan, which will help us move forward. I see. Okay. Well, let's get to it. Hold out your hands. What does this key open? The Laurel Craft Vault. There's a secret vault in the cellar that can only be opened with this key. You'll find a polarized light reader on the table inside. Bring it back to me. Isn't this key too precious to give to me? I think it's the right choice. I trust you. It's an unusual shape. It's made of pure starite, so it's in very ihrem Ansehen difficult to gestiegen. duplicate. Most Aristoi use this kind of lock to protect their important belongings. The key is a symbol of the workshop owner. It's no mere luck that you now have it in your possession. What do you mean? I'm speaking literally. Let's get back to the matter at hand. The workshop was closed down by the soldiers, and the door is now locked. You can get in from the second floor of the building next to it. Come back once you have the polarized light reader. I'll wait out here for you. All right then. Wish me luck. Schlüsseltresor der Lorbeer-Werkstatt. Wow. Gleich so ein Banger am Anfang der Folge. Krass. What? Naja, ich hoffe, die können ihre Zwistigkeiten irgendwie beiseite legen und wieder zueinander finden, die beiden.
obwohl es ja heißt, dass der Eumenides nicht mehr so menschlich ist. Also das, vielleicht wurde er vom Fluch auch schon komplett irgendwie ja, verdorben, dass irgendwie Hoffnungsmaß verloren ist. Okay, die ist sicher. Ich habe heute extreme Schwierigkeiten mit dem Greenscreen. Obwohl ich schon hell beleuchtet habe, so gut wie es geht, meckert er heute rum. Das ist so geil. Hier können wir wahrscheinlich nicht rein, ne? That's the way to the bazaar. Let's concentrate on the workshop mission. Got it. Alles klar. Dann müssen wir hier rüber wahrscheinlich, ne? So. Ihr geidert nicht weiter, ne? Wir laufen hier wieder auf den Dächern rum. Habe ich irgendwie wieder Erinnerungen an die alten Folgen? Aber wo? Ist das jetzt richtig, dass wir hier lang gehen? Ein Zettelchen, Notfallsammelbefehl, in Übereinstimmung mit dem Sonderbefehl zur Kriegsbereitschaft und um die Grundbedürfnisse des Volkes zu decken, werden alle Sternitschmiede angewiesen, sich sofort mit dem gesandten Sternit in der Lorbeer-Werkstatt zu versammeln. Dies geschieht unter Einwilligung von Herren Minerva vom Hause Lorbeer. Von nun an wird die Lorbeer-Werkstatt sowohl verarbeitete als auch rohe Erze in Übereinstimmung mit dem Befehl abgeben. Die Schmiede werden angewiesen, sich abhängig vom Dienstalter beim leitenden Schmied Myron zu melden. Aha, 3 Tage später werden sie gemeinsam unter Centurio Eisons Leitung stehen. Ja gut, mit dem Eishorn, dass das jetzt Geschichte ist, hat sie jetzt erledigt. Ah, der Myron war also der leitende Schmied. Wieder was Neues dazugelernt hier. Okay. Why would there be a Colossus here? Nö! Great. Minerva didn't tell me that. Danke, Minerva. I'll get to her later. Oh Mann. Ich hasse es. Aua. Toll, Minerva. Danke, dass du mir gesagt hast, dass hier ein Koloss wartet. Donnerkonzentrat. Das ist schön. Das brauchen wir bestimmt zum Upgraden von unserem Elementschaden hier. Ja, ist verbarrikadiert von einem Karren. Oh! Da läuft ja schon der nächste. Da läuft schon der nächste Koloss. Klasse. Mache gern die Bekanntschaft mit ihm. Interagieren, Eumenides Plan. Ja, jetzt bin ich gespannt. Here, give me a moment to talk to the Colossus. Unser Paps. What are you doing? I'm changing the ownership of it, making me its sole master. Just a precaution. Done. Now, where were we? My kingdom of Bari and my king. The king heard that goblins had retrieved rare starlight artifacts from APHES, so he summoned them to the palace, but... That's quite enough exposition. Please, just get to the point. The king was cursed by the magic of the starlight, just like what happened to the people in your city. All because of the goblin's thievery, which I have no sympathy for. But the curse of stars in APHES was a terrible accident. To some extent, your king was a victim. So... I'm glad to help you, noble warrior. The starlight necklace I gave you can protect you from being cursed by magic. Of course, there are starlights with other attributes that can relieve the king's suffering. But if I want to eradicate this curse so that no one will have to worry about it ever again, I must ask for your help now.
Okay. Can't you let me take the Stardust to the king to ease his pain first? That's not the concern right now. We're running out of time. The Trinity is coming. If we miss it, we'll have to wait another millennium for the ritual. If the curse of stars is lifted, you won't have to worry about it anymore. Yes, but... If it fails, the curse won't only affect APHES, but every nation in the world. Can't you see? It's the only logical course of action. I know, you're right. I'll help you resolve the crisis as soon as possible. What do you need? Great. Now, I need more materials like this. So even Ambari could end up in trouble. It sounds even worse than I thought. Does Eumenides really want to save it all? I could tell Papa didn't entirely trust him, though. Me neither. Ja, ihm sollte man auch nicht blind vertrauen. Der schwingt immer große Reden, aber was da letztendlich dahinter steckt oder was er ernst meint, das ist eine andere Sache. Ach, Mann. Also es war eine Dokumentation sozusagen der Ereignisse, wie die sich getroffen haben, beziehungsweise wie sie angefangen haben zusammenzuarbeiten. Verarbeitungsschritte für Sternit, Untersuchung des Sterniterzes, Harmonisierung des Sterniterzenergie, Veredelung des Sternits, Schneiden und Polieren, elementare Fusion. Soll ich jetzt hier erstmal runter oder da? Ich gehe mal hier kurz runter. Muss man ja einen Kammerjäger rufen. Wie gibt's Schaben oder Kakerlaken oder was weiß ich. Es ist dunkel und wieder ein Gürteltier. Ja. Warte mal. Geh mal her. Ich will mal die Dolche wieder haben. Was macht ihr denn hier? Aua. Oder hätten die jetzt nichts gemacht? Ich hab doch keine Ahnung. Ist hier irgendwas? Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt tatsächlich richtig gehe. Spinnweben. Oh Gott, da geht's aber tief runter, ne? Ich nehme noch Damage, wenn ich jetzt hier runterspringe. Ist hier denn irgendwas? So Besonderes. Okay. Auf Holz. Okay. Hier ist dicht. Ah! What? Was sind das für komische was sind das für komische Statuen? Hoi! Au! Hier ist ja noch was. Sind wir jetzt schon in der Werkstatt, oder? Ist das hier vom Myron die Werkstatt oder der Forschungsraum? Die guten alten Tage. Hurry up and confirm the order. My father told us to prioritize Blue Star's orders. Hurry up! My gods, it's too early to be lazing about. Hey, Minerva, calm down. Or the flowers on your head will wither. Human, when did you get here? I wasn't expecting.
Do I need to make an appointment to see my wife? No. What are you looking at? Get back to work. I've come to remind you that I've made reservations for tonight's performance. I'll pick you up this afternoon. Pick me up? But I'm not decent. I need to get changed. Changed? You don't need to. You look beautiful just as you are. Oh. Well... I must leave to get to the mine. Be kind to the workers. They have been working hard. Yes, I will. Take care, human. What are you giggling about? Get back to work. Is this what humanities used to be like? It's hard to imagine. As for Minerva, well, she hasn't changed much. Ne, das stimmt. Oh, hier ist ein Symbol wieder. Okay. Was ist hier? Hey, oder war das deren Haus? Deren Villa. Na ja, gut, Villa nicht, aber... Oh. Plakat für Marissas Auftritt. Ist das ein Item, was wir Marissa vielleicht geben können? Oh. Natürlich. Nein, diesmal kriegt er mich nicht. Okay. Ach, hier kommen wir wieder raus. Ah. Alright. Lass mich trotzdem nochmal hier kurz gucken. Kann ich hier rein? Ja. Oh, wow. Was? Das ist der Raum. The vault should be right there in the back. Alter, das ist ja wieder Winkelgasse. Harry Potter lässt grüßen. Oh. This must be the polarized light reader. Ah. The vault seems to have been cleared out. Boah, Ebenir ist schon vor uns da, oder was? Alles schon geplündert hier und ausgeleert. Wow. Dann können wir ja zur Minerva wieder gehen, ne? So, da ist sie. Bitte schön, gnädige Frau. I heard a strange noise. Are you all right? Yeah, thanks. But I would have appreciated a heads up about the colossi in there. That isn't how it's supposed to be. The colossi shouldn't act without orders. Whatever, it's over with. Look, here's the polarized light reader. Also, I saw lots of valuable looking boxes inside, but they looked ransacked. Someone must have been there before me. The only person who knows how to get into the vault besides myself is human. What would he have come for? I have a theory, but I need to test it with the polarized light reader. Now that you can use the conduit to teleport, you can return with me or stay here to explore some more. I'm off to the shelter to prepare for the analysis. Don't be too long. Ja! Sphärenteleportation. Bin ich hier gespannt, wie das jetzt funktioniert. Ab sofort könnt ihr uneingeschränkt zwischen bereits entdeckten Stellar-Sphären reisen. Ich freue mich wie ein Honigkuchenpferd in der Ecke der Werkstatt. So, ich muss mal kurz die Nase pudern.
putzen. Und, genau, dann gehe ich erstmal kurz wieder in die Zuflucht. Teleport. Oh, ist das... Alter, schaut euch das an. Das ist ja grandios. Wow. Boah, wow. Ich liebe es. Ich werde mal ganz kurz hier zum Sternenpass teleportieren. Kleinen Moment. Ich will mal was ausprobieren. Did you miss me? I knew you'd be back. Es war nicht Marissa, es war Shaye, den wir hätten fragen müssen, wegen den Eltern von Marissa. Ach so. Ja, dann bitte entschlüssel das mal, Shaye. Shaye, kennst du diese Schrift? Warte, bittest du mich gerade um Hilfe? Mich? Es wäre mir eine Ehre, dir zu helfen, meine Dame. Die habe ich im Handumdrehen entschlüsselt. Vergiss, dass ich gefragt habe. Das ist keine gute Idee. Nein, 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 nein. Zeig schon her. Danke. Mal sehen. Das ist Altaphesisch. Kannst du das lesen? Das Altaphesische ähnelt dem Katalanischen. Wahrscheinlich... Oh. Entschuldige, ich will nicht abschweifen. Ich kann etwa 70% davon verstehen. Es ist ein Tagebucheintrag und handelt davon, wie dieses Paar versucht hat, eine Art Ritual zu entschlüsseln. Und wie man eine Art magische Matrix repariert. Deshalb sind sie irgendwo hingegangen. Wahrscheinlich gingen sie deshalb in die Mine. Sie wollten tief im Inneren der Mine herausfinden, wie sie eine magische Matrix reparieren können. Verstehe. Danke. Keine Ursache. Ich bin froh, dass jetzt ein Mitglied der Nordwind-Legion in meiner Schuld steht. Oh Mann. The mine still holds many secrets. Ja, Secrets. Secrets. Nicht wieder runterstürzen, Hilda, bitte. Kann ich hier irgendwie was ausrichten? Vielleicht mit... Nee, es ist nichts auszumachen. Wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, dass das erst möglich wird, wenn wir mit Avalon zusammen und den Bergarbeitern und Minerva hier vielleicht uns dann aufmachen. Dass es vielleicht so zu dieser Endmission vielleicht kommt hier oder zum Showdown in der Mine. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann ich ja jetzt einmal mit der Marissa sprechen. Was jetzt genau mit ihren Eltern ist, was wir jetzt schon rausgefunden haben. What do you think? Guess what I found at Laurel Craft? No way. Gosh, this poster's from so long ago. Ach, das war I gerade can't believe she kept it. I can tell you two are really good friends. Who knows? Maybe she kept it because Eumenides took her to the concert. She was always like that. Delighted by Eumenides' actions, but not wanting him to know. Could she still be doing that? No. How could you ask such a thing? She sacrificed a lot to establish the adherence. If you think everything that's happening now is all because of her feelings for Eumenides, you're wrong. Sorry. You're right. But looking at this poster, I feel like I need to do something. I'm going to write a song. I hope it will make Minerva feel better. Der Wunsch der Anhänger.
ich nehme auch mal nicht an, dass das jetzt alles gegen die Gefühle oder durch die Gefühle für Eumenides geleitet oder motiviert ist, die ganze Aktion hier Aphes zu retten oder irgendwas dagegen zu tun, gegen diesen Fluch. Aber man kann nicht leugnen, dass sie immer noch Gefühle für ihn hat, natürlich, ne? Sonst würde sie sich nicht so aufregen, wenn man sie jedes Mal auf ihn anspricht. So, Minerva. Good. Now that we have the polarized light reader, we can begin. Mit was? Wow. What is this? Just a moment. I need to analyze this conduction ring first. Reversing the flow. Nexus. A ritual. So that's what he's up to. Hilda, the chests inside the Laurelcraft treasury have all been ransacked, right? On my honor. Good. I believe you. Unfortunately, I now know what Eumenides is doing. You may already be aware of this, but on that towering peak behind the city, there is a light that shines unceasingly. That's the Nexus, APHES' biggest and purest starlight. Bestowed upon us, we believe, by the Three. Our civilization developed around the Nexus, and achieved glory by the use of magic. However, even thousands of years of research haven't enabled us to fully control its power. Eumenides is trying to master the Nexus in order to gain its limitless power. Could the device from this design allow him to control the Nexus? Yes. Eumenides instructed the Northwind Legion to gather the materials necessary to make conduction rings, and then install them in each conduit. The conduits were originally intended to distribute the power of the Nexus. However, conduction rings alter the direction of the energy flow, concentrating all of the energy of the conduit in the hands of the user. That energy could then be used to control the Nexus. Wouldn't that be problematic? Trying to control the Nexus with excessive and unrefined force could make it unstable. If the energy isn't controlled properly, it could trigger another apocalyptic magic storm. And if he can control it properly? This is just speculation, but he could gain mastery of all living things. Curse or no curse. He could choose to remove our curse, or he could lead us in another direction. And then, even if you wear an amulet, neither you nor the Northwind Legion will be able to escape his grasp. Everyone will become a puppet in his hands. He alone will decide the fate of every one of us. No, I won't allow that to happen. Neither will I. We must do everything we can. Hilda, we must stop your father from completing his mission and put an end to humanity's plan. I must stop him. Let me know when you're ready, and we'll continue our work. Wow. Ja, kontrolliert werden von Eumenides in seiner geistigen Verfassung. Läuft. Das sind ja rosige Aussichten. Ja, spiel mal weiter. Spiel mal weiter, Marissa. Läuft. Verbessert, glaube ich, von jedem hier die Stimmung. So. Ich wollte mal kurz gucken, ob ich beim Quintus noch irgendwas machen kann. Ich glaube, da haben wir schon alles Mögliche aufgekauft, ne? Oh! Was? Oh! Wow! Wo hat er das denn jetzt alles wieder her? Oh mein Gott! Okay, Leute, ich werde mich mal kurz austoben. Ich werde das mal hier aufschreiben, was ich alles brauche für meine Upgrades. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich mich upgegradet habe. So, ich bin jetzt um einiges ärmer. Aber egal. So. Das zieht auch ordentlich, ne? Sternstaub. Muss ich mal offscreen wieder ein bisschen auf Jagd gehen, damit ich wieder ein bisschen Kohle kriege. So, bespreche die nächste Operation mit Minerva. Auf geht's. I'm ready. What are you planning to do? Hilda, you've proved yourself to me. I've seen your ability and your determination. And I have seen your destiny. From now on, I hope things will be more equal between us. What do you mean? I mean, we share the same goal.
From now on, I'll do everything I can to help you, and I'll tell you all about my objectives and plans. Understand? That's surprising. What made you change your mind? Because you're... No, never mind. I just think things will be better this way. Don't you agree? Of course. And I'll repay your trust. It's the Northwind Legion's way. I'm happy we can be friends. Friends? That's not really what I had in mind. Ach so weit geht's dann doch nicht, oder was? Did I misunderstand? No, you're right. It's as you say. So, I finished deciphering the documents Marissa brought back. This is the biggest breakthrough we've had so far. I'm confident that we can deal with the crisis in APHES. However, that will only make the next thing we need to do even more challenging. I'm really going to need your help. You can count on me. So, what's your plan? To tell you that, I need to first tell you about Asterigos. 1,000 years ago in APHES, Eumenides and I came up with a plan that would lead all Ephesians into a bright new era. Inside the city, we constructed a system of conduits and gave every resident, regardless of their class, a resonator. Resonators, just like your necklace, generate a resonance with a conduit, allowing the user to enjoy the benefits that magic brings. But something went wrong. More and more people suffered magical mutations as a result of the resonators. Eumenides frantically tried to find the cause of the problem and solve it, but to no avail. Nothing he tried could stop the spread of the magical mutations, until he came across an ancient legend. According to this legend, anything could be achieved by performing a ritual called aspiration on Trinity Night. Disregarding widespread opposition, he went ahead and performed the ceremony, wishing to remove the magical mutations by manipulating the power of the Nexus. But the ritual ended in failure. It was that night that Asterigos descended upon APHES. No wonder you say he's the culprit. And no wonder you react so strongly whenever I mention him. So now you know. Anyway, to get back to the point, my plan is to perform the aspiration again, but this time, do it correctly. Again? Didn't you say the power of the Nexus can't be controlled? I understand you have doubts, so feel free to ask me anything. Oh Mann, jetzt geht's wieder los. So, habt ihr eine halbe Stunde Zeit? Nach Tanrys Forschungsdokumenten fragen. It was research proving that a similar ritual had been successfully performed several millennia ago. In addition to it needing to be performed on Trinity Night, the ritual requires 3 ancient relics in order to keep it stable. Relics are the key. So 1,000 years ago, Eumenides failed because he didn't have the relics. Exactly. And now he's disregarding the research and planning to do things his way. We can't allow him to repeat the same mistake. And let's not forget, even if he's successful, it'll only make him even more of a threat. Yes, that's true. Aber wenn die... Henrius's research also points out that the Nexus was damaged because of Eumenides' last failure. Unless we can find a way to repair its structural matrix, performing the ritual again will be extremely dangerous. So, we need to collect the 3 relics, find a way to repair the Nexus, and persuade Eumenides to let us use it. I get the feeling he's not an easy person to persuade. There are many ways to persuade someone. We just need to find the right one. Wir knebeln ihn, fesseln an einen Stuhl oder verführen ihn. Was? Warum braucht Eumenides die Nordwind-Legion? But I don't understand. Why does Eumenides want to work with my father? Because he no longer has any other allies in the city. Right now we lack cohesion. It is difficult for us to unite. But with his abilities, it wouldn't be difficult for him to do it alone, would it? It's true that Eumenides can use his apparition to shuttle back and forth, but the apparition can't touch solid matter. With his help, the Northwind Legion are highly maneuverable and are inherently very skilled warriors. Moreover, they're the only ones who don't know who Eumenides is. He's unlikely to let go of the Northwind Legion before the ritual is complete. It's awful the way he's using them. Knowing my father, he'd never return empty-handed if he found a way to save the king.
I'm positive Humanities won't share with him the details of the ritual or its outcome. If we see your father, we must make him see Humanities for who he really is. Wenn wir ihn dann mal treffen. Noch haben wir unseren Paps ja nicht gefunden. Über ein mögliches Vorgehen gegen die Nordwindlegion sprechen. Ich weiß, was Eubenides plant und was sein Ziel ist, aber was ist es, wenn wir die Situation nicht friedlich auflösen können? Macht ihr euch Sorgen, ihr könntet gegen euren Vater kämpfen? Ja, gibt es irgendeine Möglichkeit, das zu vermeiden? Wenn ihr wüsstet, wie man den Fluch von unserem Königreich nimmt, dann wären er und die anderen nicht mehr gezwungen, Eubenides zu helfen. Ich konnte Harald dieses Versprechen nicht geben. Das motivierte ihn dazu, mit Eubenides zusammenzuarbeiten. Aber jetzt, da ich einen Weg gefunden habe und weiß, wie ich an die Relikte komme, können wir versuchen, euren Vater zu überzeugen. Und keine Sorge, ich habe nicht vor, die Nordwindlegion direkt zu konfrontieren. Danke. Ich hatte Angst, dass euch das alles egal sein könnte. Bei den Göttern, das wäre für keinen von uns zu gut. Und wir sind schließlich Freunde, nicht wahr? So wie sie das sagt, klingt das eher bedrohlich. Warum sollte Eubenides' Plan nicht funktionieren? Könnte das Problem bei den Konduktionsringen liegen? Tanrius hatte einen Konduktionsring näher erforscht. Theoretisch könnte man den Fluch aufheben, indem man alle Energien fokussiert, um den Nexus zu kontrollieren. Und um selbst mehr Energie zu erhalten, erhöhte Eubenides die Verstärkungsrate der Konduktionsringe. Doch der Einsatz von Magie stellt den Verstand des Wirkenden auf die Probe. Was Eubenides vorhat, ist also ein zweischneidiges Schwert. Das hat mein Vater auch gesagt. Nach Eubenides letzten Scheitern wurde sein Temperament sehr sprunghaft. Es ist unmöglich zu wissen, ob seine Absichten noch gut sind oder nicht. Wenn das Ritual erneut scheitert, weiß ich nicht, was aus den Einwohnern dieser Stadt wird. Im schlimmsten Fall könnten alle Lebewesen in APHES in Sternstaub verwandelt werden, einschließlich eures Vaters und der Legion. Oh nein, das wollen wir ja verhindern, ne? Fragen, was aus Eubenides werden wird. Was wird mit Eubenides geschehen? Das kann ich nicht sicher sagen, aber er wird den Preis für sein Handeln bezahlen. Er hat dieser Stadt lange genug Schaden zugefügt. Er hat meine Hoffnungen und meine Träume zerstört und uns alle gequält. Und allein das werde ich ihm nie verzeihen. Und wenn er wirklich den Verstand verloren hat, dann gibt es noch weniger Grund dafür, Milde walten zu lassen. Ich mache mir Sorgen, ob ihr in der Lage sein werdet, zu akzeptieren, was ich tun werde. Nach allem, was passiert ist, gibt es keine Zuneigung mehr zwischen uns. Wir sind nur noch auf dem Papier, Mann und Frau. Okay. Aber ihr regt euch jedes Mal so auf, wenn ihr ihn erwähnt. Touché? Ja, das habe ich halt auch gedacht. Das liegt daran, dass... Ich möchte euch nicht in Verlegenheit bringen. Ich will nur verstehen. Vielleicht muss die ganze Sache nicht so schlimm enden. Das hoffe ich auch. Seht ihr, Hilda und ich haben dieselben Gedankengänge. Nach der Nacht der Trinität fragen. Die Nacht der Trinität, die ihr zuvor erwähnt habt, was ist sie? Es handelt sich um eine besondere heilige Ausrichtung der Sterne, die einmal in 1000 Jahren vorkommt. In dieser Nacht ergeben die 3 Hauptsterne, die für die 3 stehen, ein perfektes, großes Dreieck am Himmel. Jedes Lebewesen, das für Magie empfänglich ist, spürt eine verstärkte magische Wirkung. Seit der letzten Nacht der Trinität sind 1000 Jahre vergangen und die nächste steht kurz bevor. Eine Sternformation, die alle 1000 Jahre einmal auftaucht. Soweit geht Anbares Geschichte nicht zurück. Okay. So, what should I do now? I think I know where the relics mentioned in the documents are. APHES is governed by 3 archons, each of whom inherited an ancient relic, a symbol of their status. The real function of these relics has been forgotten through the ages. Now they're merely regarded as symbolic. Fortunately, I know where to find these archons, or at least I have a clue to their whereabouts. That sounds promising. The trouble is, even if I can find them, I don't know if I'll be able to communicate with them. Well, I've got my work cut out for me. Time to put my talents to good use. There's also Tanrius and his wife, who went missing in the mine while searching for a way to repair the Nexus. 4 objectives this time. Understood? Let's get started. Yes, ma'am. Wow. Oh mein Gott. Ja, Leute, ich glaube... oh mein Gott. Ich glaube, dieses Let's Play wird sich noch bis nächstes Jahr hinziehen, so wie das aussieht.
Alter Schwede. Tagespromenade. Versunkene Außenbezirke. Was machen wir denn? Styx. Die schillernden Tiefen, das ist ja das, was ich jetzt anschließend machen wollte. Jetzt haben wir das alle noch frisch in den Gedanken, was mit der Mine ist, mit Shaye und mit Weißbraue. Deswegen dachte ich eigentlich, dass das jetzt ganz gut wäre. Schillernden Tiefen befinden sich unter der Stellarmine, die mit reichen Stenitadern durchzogen ist. Deshalb nennen die Bewohner von APHES sie auch die Schatzkammer der Götter. Allerdings lauern dort auch viele Gefahren und nur wenige wagen sich hinab in ihre Tiefen. Sie bergen viele Geheimnisse. For centuries, Tanrius the Scholar searched endlessly for the key to fixing the aspiration. This is one of the foremost reasons for my having founded the Adherents. I always knew that he and his wife wanted to explore the deeps, but I never thought they would go off in such a hurry. I understand Marissa's worries, but I have other matters on my mind. They wouldn't make such a plan recklessly. They must have discovered some key to repairing the Nexus. Hilda, go and find them or any new clues they may have left behind. The Adherents need any potential help we can get. Das heißt, dass wir die Eltern von Marissa vielleicht wieder in die Zuflucht mitbringen können, dass die in Sicherheit sind und sich uns anschließen und vielleicht uns helfen. Versunkene Außenbezirke. Die versunkenen Außenbezirke waren ursprünglich eine Region, in der APHES für den Verkauf bestimmte Nutzpflanzen anbaute. Doch nach dem Fluch hat die Natur die Region zurückerobert und mächtige Magie hat die lokale Umwelt beeinflusst. Jetzt ist daraus ein versunkenes Waldgebiet geworden, in dem durch Magie mutierte Kreaturen leben. Das klingt aber auch interessant, finde ich. The sunken outskirt. The Archon Serene went missing many years ago, but we received some new information recently. And this time, it's extremely accurate. The intelligence Quintus gave us revealed that the War Axe received an urgent command to eliminate an Aristoi's personal guards. The command didn't state who this Aristoi is, but there are very few who would bring so many guards and travel to such a poor area. My guess is that it's Serene, or at least her guards. We need to find a way to use this information and take back the Archon relic. I don't know if she's still alive, but the whereabouts of both her and the relic are worth our attention. Perhaps it is my own selfishness, but regardless, indulge me. Argus Plaza. Don't be too surprised. To obtain the Archon of Legion's relic, you must challenge the Archon's elite warriors with me. Yes, this we will do together. Among the Aristoi, the reputation of Marble, the Archon of Legion, has hit rock bottom, and word of you defeating Eulalia has spread. I happened to get in touch with him and asked him to loan me the Archon relic in his possession. Marble agreed, but on two conditions. To clear my name, I must participate in the challenges of the traditional Trials of Remission, and you and I must meet with him at the Laurel Mansion, my old home. This is our only chance, so we must seize it. There is a path behind the Laurel Craft that leads to the Argus Plaza. It leads directly to the mansion, but you'll have to go in by a small road on the right side of the main entrance. An Aristoi named Narcus will meet you there. Okay. Time is of the essence. Yay! Vier neue Aufgaben. Yay! Ich freue mich. Ey, Bayern, weißt du, dass Marissa auf dich steht? What do you want to know? Weißt du, dass Marissa auf dich steht? Warte mal. Ich will Marissa sprechen, jetzt bin ich gespannt. Hat euch Marissas Aussehen erschreckt, als ihr sie abgeholt habt? Verzeiht, ich hatte keine Zeit zu erklären, was sie zugestoßen ist. Das hat es, aber sie hat mich zuerst erkannt und konnte das Passwort der Zuflucht nennen. Also ist alles gut gelaufen. Das ist gut zu wissen. Ich habe gehört, dass die Etruskultisten Menschen und Tiere beliebig miteinander verschmelzen lassen oder auch bestimmte tierische Eigenschaften auswählen können. Wollt ihr sagen, Marissa hätte auch in einen Minotaurus verwandelt werden können? Ich habe über die Möglichkeit nachgedacht. Sie wurde schließlich von Alaya gefangen genommen. Sie wäre am Boden zerstört, wenn sie in einen Werwolf oder Minotaurus verwandelt worden wäre.
Aber ich bin überzeugt, dass ihre Eleganz niemals verborgen geblieben wäre, was auch immer aus ihr hätte werden können. Ich finde tatsächlich, dass sie so schön wie immer ist. Wenn nicht noch schöner. Vergesst, dass ich das gesagt habe. Oh, es beruht auf Gegenseitigkeit, wa? Was ist denn los bei Ihnen? Ich sehe noch Knutsche in der Ecke irgendwo. So, pass auf. Stellasphäre, let's go. Na, Starlight? By the north wind, Starlight! Why did you bring back so much? Roxanne is definitely going to have a headache. Stimmt, das ist neu. Was ist los? Let's see what treasures you've brought back. Große Katze mit Wollknäuel. Was? Noch ein Tierhändler oder was? Sternlicht hat in APHES die unterschiedlichsten Schätze gesammelt, bringt ihm Gegenstände, an denen er interessiert ist, um mit ihm zu handeln. Was? Verzauberte Vegetation geben? Aha. Adamantbrocken. Was passiert denn hier? Ach so. Ist ja lustig. Tschüss, mein Kleiner. War schön. Wir sehen uns. Schöne Löwenstatuen. Die ich auch gerne in meiner Einrichtung. Teleport. Stellamine. Ja, da wollten wir eigentlich hin, ne? Die Frage ist, ob das jetzt richtig ist. Ich habe keine Ahnung. Wir sollen ja in die Tiefen der Mine gehen. Fupp. Shaye's not here. Did he go exploring deeper into the mine? Oh. Scheint. Anscheinend hat er das. Oh, guck mal, da ist jetzt ein Loch in der Wand, in der Kristallwand. Ei, ein Echo. Was haben sie denn hier gemacht? Eine Diskussion. Harold, are you sure you can do it on your own? Yes. I've seen what your Legion can do. Indeed, you are powerful enough to take care of the threat on your own. There's only one thing that I must warn you about. I cannot enter the glittering deeps. So, there are places even you can't reach. Think of this body as a shadow with limited length. As a shadow, I can't be too far from the Nexus, nor can I appear in places filled with magical turbulence. Make sure you remember everything I've taught you. Your survival in the mine may depend on it. Understood. The mission is to find the Titan and get the spark. If things go south, just get back here as soon as you can. You seem reluctant to be out of contact. Why? I detest uncertainty and the loss of control. I hope you understand. And I hope you understand the Northwind Legion are not your soldiers. Of course. I admire your loyalty, Dunbari. It's why you've tolerated me. Set off now. Aphes can't wait any longer. Treffen wir jetzt unseren Papst vielleicht? Dann können wir ihn dann überzeugen, mit uns zu arbeiten und sich gegen Eumenides zu stellen, beziehungsweise ihm zu erzählen, was Eumenides eigentlich für ein Typ ist. Ja, dann let's go! Rein da! Wow. This view. Voll schön! The Wow! starlight or an APHES really is magnificent. Aber echt. Alter, was? In den Tiefen der Sterne. Ziel: hilft dem Grubendorf und findet Tanrios und seine Frau. Um das Problem des Grubendorfs zu lösen, muss ich mich tiefer vorwagen und die Quelle der Stimme untersuchen. Dort sollten auch Tanrios und seine Frau sein. Ja, hoffentlich noch lebend. Na, hallo, guten Tag. Greift ihr mich an, wenn ich jetzt an euch vorbeigehe? Ja.
Netter Versuch, mein Freund, netter Versuch. Kollege, was soll denn das? Bronzestück. 30, yay. Mega. Hä, wo ist denn der Dude jetzt hin? Okay. Kann ich hier durch, oder? Das ertrinke ich hier jetzt gleich wieder, wenn ich hier durchgehe. Oh. Lol. Kann ich hier irgendwo hoch? Ah. Voll mit dem Schild wieder niedergeschmettert. Mann, das dauert aber auch lange, ne? Die Frage ist, bringt das überhaupt was, wenn ich das mache? Nö. Oh! Forschungsunterlagen Tanrios. Auf unserer Reise in die schillernden Tiefen sind wir dieses Mal auf etliche Gefahren gestoßen. Hauptsächlich aufgrund von Bergarbeitern und Außenseiterdieben, die von der Stimme kontrolliert wurden. Je tiefer wir in die Mine vordrangen, desto aggressiver wurden sie. Zum Glück kam uns Bacalaureus Neon entgegen, nachdem wir nicht zum vereinbarten Zeitpunkt da waren. Er half uns dabei, die kontrollierten Kreaturen zu umgehen und sicher bis zu den schillernden Tiefen vorzudringen. Inzwischen ist klar, dass die Verteidigungsvorrichtungen, die einst in der Stellar-Mine platziert wurden, zerstört und die Bergarbeiter und Außenseiterdiebe deshalb unter dem Einfluss der Stimme leiden. Wir haben noch nie zuvor solch aggressive Fälle beobachtet. Etwas muss in den schillernden Tiefen passiert sein. Ja, deswegen sind wir ja hier, ne? Okay. Wow. Steniterzansammlung. Das ist wie bei Horizon, diese Grünglanzansammlung, ne? Das ist bestimmt sehr wertvoll. Dankeschön. Schön. Oh, ich dachte, ich fliege hier jetzt runter. Was ist das? Pilze? Ach, wieder so ein kleines süßes Kerlchen hier. Ist ein bisschen schüchtern. Hi. Ach, wieder so ein Kristallviech. Sind das vielleicht Bergarbeiter, die schon viel zu lange in diesen tiefen Minen hier gebuddelt haben und gearbeitet haben, dass die selber zu Kristall wurden? Oh. Oder ihre Form verändert haben. Ach, die Leiter. Hier wieder die Leiter. Müssen wir dann erstmal hier lang, oder wie sieht das aus? Ist das richtig? Ich hoffe. Bitte ertrink jetzt nicht, Hilda. Sonst muss ich wieder von ganz von vorne anfangen. Ist hier ein neuer Ort oder sind wir schon wieder... Ach ja, na klar. Bin jetzt einfach da den Gang weitergegangen und hier runtergeklettert. Anscheinend ist das hier ein neues Areal. Hier kann man sich auch echt verlaufen. Oh, was ist das? Kann ich das überprüfen? Nee. Doch. Minerva seems to be interested in ancient records like these. Eine alte Stele.
Oh nö. Diese Biester. Die zocken mir immer mehr ab, ne? Immer mehr Leben. Das ist krass. Der Schwierigkeitsgrad wird höher. Au, au, au! Hier können wir hoch, ne? Ja, dann let's go. Schneller, schneller, wir haben keine Zeit. Wir haben 4 Missionen, Hilda. Wir müssen zusehen. Rosa Sternit. Rosa Sternit, Lager der Physikoi. Und wir haben Shaye gefunden. Ja, cool. Moment mal. Ich hoffe, das ist nicht Eumenides, der da steht. Shaye? Hilda, I'm so glad you came back for me. Ja, nur wegen dir bin ich gekommen. They saved old Whitebrow and me. Even though they're Ephesians, they seem to be good people. You can tell the difference? Of course, I can smell it. Nice to meet you, outsider. We are researchers from the Freethinkers. We follow Lord Petrius and strive to achieve our goals without doing harm to any living thing. It's a little weird that you keep emphasizing that you don't do any harm. It's because there's a group of zealots physicoi who frequently leave bad impressions on people. There's no need to fear us, though. Please accept our help. In that case, do you know Tanrius? I represent Mistress Minerva of the Adherents. I need to find him. I just saw him not too long ago. I needed him to take a look at the results of my research. You sure that's all you needed? What else could I? He's a very important individual. An academic of his caliber is exceptionally rare in APHES. They've set off to explore further into the deeps. I don't know their precise whereabouts, though, I'm afraid. Guess I have to go deeper. Let's take a break. There's obviously much that we can discuss. Natürlich. Natürlich. Bei den Winden. Was für ein herrlicher Anblick. Hier ist überall Sternit. Kein Wunder, dass APHES so wohlhabend war. Die Freidenker-Physikoi klingen etwas verdächtig, aber sie wissen vielleicht von Tanrius und seiner Frau. Er scheint die Wahrheit zu sagen, aber nur die Zeit wird es zeigen. Okay, Leute, ich scanne mich hier mal ein. Ach, voll der schöne Ort, ey. Wisst ihr, woran mich das erinnert? Fragt mich nicht, warum. Phantom der Oper, das Geheimversteck von dem Phantom. Hat er nicht auch so eine Höhle gehabt, bevor alles drunter und drüber ging? So ein bisschen, ein paar Ansätze gibt es. Naja, ist bloß meine Einbildung. Ich habe keine Ahnung. So. Ich hätte wirklich, wirklich nicht gedacht, dass das wirklich so umfangreich ist, dass wir jetzt noch weitere Missionen bekommen. Deswegen, wow. Ich bin echt gespannt. Also das Spiel soll ja 13 Spielstunden haben. Ich glaube, wir haben gerade mal die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte erreicht. Ich weiß es nicht. Ich bin echt gespannt, was jetzt noch auf uns zukommt. Ich finde, die Story wird immer spannender auch. Und man versteht jetzt viele Zusammenhänge besser, wo die Quelle des Übels herkam, dass dieses Ritual schiefgegangen ist, dass Eumenides das alles auf die Stadt gebracht hat und wie sich das so weiter gespreadet hat. Das ist voll krass. Und dass die verheiratet sind, die beiden, das ist wow, mindblowing. So, auf jeden Fall mache ich hier wieder einen kurzen Schnitt, einen kurzen Cut und wir sehen uns das nächste Mal hier in den tieferen, schillernden Tiefen, so heißt es ja, schillernden Tiefen wieder. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. An alle Neuen, lasst gerne ein Däumchen da oder ein Abo da, wenn ihr möchtet. Hiermit melde ich dann jetzt offiziell ab. Sprechen kann ich auch nicht mehr. Wow, deutsche Sprache, Sperrsprache. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.